So, hallo Leute, heute gibt es ein neues Projekt von mir. Dabei dachte ich am Anfang, das wäre eigentlich relativ einfach, da ich mir ja einen Plan gemacht habe. Und in dem Fall handelt es sich eigentlich um ein einfaches Projekt. Das ist ein Klopapierrollenhalter. Das kann ich mal kurz in die Kamera zeigen. Das schaut dann so aus und ich dachte, naja, das wird schon werden. Ist ja eigentlich relativ einfach. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt habe ich da schon mal etwas vorbereitet und habe mir den Abrichtigenhobel hier hingestellt und will jetzt die einzelnen Teile, da habe ich noch Reststücke aus Massivholz. Das wäre jetzt hier einmal ein Stückchen Buche, andersrum, das ist ein Stückchen Esche und das ist das Stückchen Buche. Und einen Rundstab habe ich auch noch aus Buche, das wären jetzt in dem Fall 25 mm. Das wird dann quasi der Halter. Und das Ganze muss ich eben erstmal mit dem Abrichtigenhobel abrichten, damit ich das dann später mit der Bandsäge in die Stücke, die ich benötige, auftrennen kann. Und dafür habe ich mir so einen Plan gemacht, den kann ich mal kurz zeigen. Das ist quasi ein Klopapierhalter, ein Klopapierrollenhalter, besser gesagt. Da will ich quasi oben den Deckel aus 5 Segmenten machen und es wird dann quasi aus Esche gemacht und der seitliche Halter wird aus Buche und das andere ist dann der 25 mm Rundstab, auf dem dann die Klorolle drauf abläuft. So ist der Plan. Und da das Ganze ja quasi fürs stille Örtchen ist, werde ich jetzt erstmal das Ganze machen und dann sehen wir weiter. So, nachdem ich jetzt dann fertig bin mit dem ganzen Bandsäge, Sägen und Abrichten vom Holz, habe ich jetzt vorhin weitergemacht. Dann war leider die Batterie leer von der Kamera. Zeitgleich auch mal wieder die Batterie für die Bevelbox, mit der man Neigungen messen kann. Und da habe ich dann quasi jetzt vorhin weitergemacht mit dem Segmentbogen. Das ist quasi hier symbolhaft eine Klopapierrolle. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt quasi die 5 Segmente. Jedes der Segmente hat an beiden Seiten einen Winkel angeschnitten von 12 Grad oder respektive 78 Grad. Das habe ich jetzt etwas abgeändert, da ich da eine gerade Zahl haben will, also keine 5, sondern 6 solche Einzelstücke. Da mir ja, wie vorhin schon gesagt, mal wieder die Batterie ausgegangen ist. Die war quasi leer und bis die dann wieder voll ist, habe ich mir jetzt hier die Schmiege genommen und dann den Anschlag von der Abrichte quasi auf 12 Grad eingestellt. Und so habe ich jetzt hier das Ganze schon mal mit Kreppband etwas befestigt. Dann kann man sich das ungefähr vorstellen, die Wölbung. Wenn man das jetzt quasi aufklappt, dann sieht man jetzt quasi hier immer vorne an der Schnittkante die jeweiligen 12 Grad
Und da würde ich sagen, jetzt verleime ich mal das Ganze. Aber bevor ich das schleife, lasse ich das nochmal ein Stückchen aushärten. Das ist zwar schon abgebunden, der Leim, aber das kann ja mal nicht schaden. Währenddessen habe ich jetzt hier mein Shooting Board, also das ist so eine Hobellade in die Vorderzange eingespannt. Für den Halter habe ich da ja das Bucheholz und habe mir jetzt hier jeweils 3 Stücke abgeschnitten. Und wenn ich das abschneide, nehme ich erstmal den Hobel, so die eine Seite im rechten Winkel quasi hobeln und dann Übermaß mir das anzeichnen, mit der Dosoki durch das Holz dann ablängen. Und was ich dann später anschließend noch machen muss, ist quasi die Löcher bohren. Das wäre dann das nächste. Da ist er. So, nachdem ich jetzt die Einzelteile noch mit Dübel versehen habe, habe ich nochmal den Rundstab eingeleimt. Das kann ich da mal kurz zeigen. Das ist gerade beim Trocknen. Das sind jetzt quasi die Rundstäbe, auf dem die Klopapierrolle läuft. Und währenddessen dann der Leim abbindet von diesen Haltern, werde ich mich dann mal um diesen Segmentbogen kümmern. Da habe ich mir jetzt schon mehrere Gedanken gemacht, wie ich das wohl am besten begradigen kann, die äußere Kante. Und ich denke, das sicherste oder wahrscheinlich auch einfachste ist, wenn man es mit der Bandsäge macht. Okay, dann sollte das passen. Jetzt kann ich das quasi abschneiden. Jetzt habe ich mir den Anschlag nochmal eingestellt und dann werde ich das erste mal absägen. So, was es noch zu sagen gibt, also funktioniert hat es auf jeden Fall super. Da habe ich ja jetzt die 2 Deckel und die sind ja jetzt 125 mm breit. Und da habe ich mir jetzt quasi aus dem längeren Segmentbogen die jeweils schönsten Stücke von der Maserung, finde ich zumindest, rausgeschnitten. So, jetzt bin ich soweit fertig mit dem Bohren. Ich habe jetzt da noch diverse Bohrungen in diesen Halter reinbohren müssen, damit ich das Ganze befestigen kann. Das kann ich jetzt mal in die Kamera zeigen, was ich da alles gemacht habe. Das ist quasi einmal die 2 Bohrungen zur Befestigung an der Wand. Dann auf der einen Seite der Pin, der quasi verhindert, dass die Rolle auf diese Seite weg kann. Und dann nochmal seitlich Bohrungen für den Deckel. Das sieht man jetzt oben drüber. Das sind quasi jetzt die Bohrungen, die quasi dann mit einer Holzschraube als Scharnier fungieren. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, was ich aber selber auch nicht so wusste, oder besser gesagt mein Augenmerk nicht so drauf gelegt habe, das ist, dass es da wirklich auch verschiedene Klopapierrollen gibt in verschiedenen Durchmessern. Und ich habe damals das konstruiert quasi mit der Klopapierrolle, die ich daheim hatte, und die war etwas kleiner. Und daraufhin habe ich das dann konstruiert. Jetzt habe ich aber auch festgestellt, es gibt aber auch welche mit einem größeren Durchmesser. So habe ich das Ganze jetzt nochmal ein wenig anpassen müssen. Und jetzt habe ich das eigentlich alles soweit fertig. Es ist alles geschliffen, es ist alles gebohrt. Und ich könnte jetzt eigentlich anfangen, das mit der Oberflächenbehandlung weiterzumachen. Und als Oberfläche habe ich da so ein Möbelwachs mit Carnauba und Pflanzenölen
und das werde ich jetzt mal behandeln. Das gibt bestimmt auch eine schöne Oberfläche, hoffe ich mal. So, jetzt bin ich soweit fertig mit der Oberflächenbehandlung. Da habe ich ja das Ganze nochmal mit dem Wachs behandelt. Das ist eine Art Möbelwachs mit Carnauba und Pflanzenölen. Und nach den 15 Minuten Einwirkzeit kann man das dann mit einem sauberen Baumwolllappen nochmal nachpolieren. Das wird dann so seidenglänzend. Dann würde ich sagen, das zeige ich mal in die Kamera, damit man sich das anschauen kann. Das ist jetzt quasi die Holzmaserung. Das reflektiert jetzt halt ein bisschen. Da müssten wir es jetzt eigentlich recht schön sehen, wie das so spitz zuläuft, die Holzmaserung. Die mittleren zwei sind mehr gerade und die äußeren zwei sind wieder spitz zulaufend. Dann zeige ich mal die Seite. Das wäre jetzt die Seite und das wäre jetzt die andere Seite. Das kann man dann hochklappen. Und da habe ich auch eine Klorolle und diesmal die etwas größere vom Durchmesser, nicht die, mit der ich das eigentlich konstruiert habe. Und die passt rein. So schaut es dann aus. Dann kann man den Deckel zumachen. Was entscheidend aber auch ist, wenn man dran zieht, dass nicht gleich ein Blatt Papier abreißt und dann das nächste abreißt. Also das funktioniert. Das war nämlich meine Bedenken, dass der Deckel zu schwer ist und dann das Gewicht auf die Rolle zu stark drauf drückt und dann ich da quasi immer hier so ein Blatt Papier abreiße. Das ist das Entscheidende. Also man denkt immer, das ist einfach, aber hat auch seine Tücken, das Ganze. Das sind so die Feinheiten, die man beachten muss. Ja, aber ich muss sagen, das kommt dem Ganzen schon relativ nahe von meinem Plan, also dieser Zeichnung, zu dem, wie es jetzt fertig ist. Außer die Farbe sind halt die Farben sind halt etwas unterschiedlich, aber ich würde mal sagen, Projekt geglückt.